Lieben, und wir schulden euch noch ein neues Video, und zwar zu unserer Powerstation, die wir uns für unseren kleinen Duster Dida gekauft haben. Das ist die Anker Solix F1500 mit 1,5 Kilowattstunden, ein wunderschönes Teil. Sie hat 2 AC-Ausgänge, 4 USB-A-Ausgänge und 2 USB-C-Ausgänge. Außerdem hat sie einen Zigarettenanzünderausgang. Man kann sie mit Solar laden, bis zu 600 Watt kommen. Da können 3 Paneele können angeschlossen werden, insgesamt 600 Watt. Man kann sich mit ihr mit Bluetooth verbinden und mit WLAN. Ach ja, sau schwer ist das Ding. Und sie hat einen Car-Socket, also einen Zigarettenanzünder, Ausgang. Da kann man Geräte mit Zigarettenanzünder anschließen, aber auch mit einem entsprechenden Kabel, kann man sie auch laden. Da hat man hier einmal für den Zigarettenanzünder einen Anschluss, hier hat man für die Powerbank hinten den Anschluss. Wir haben sie auf der Fahrt hierher wieder geladen, also bei unserem Auto lädt sie mit 119 bis 120 Kilowatt. Und die Solix, hat die Marion ja schon gesagt, kann man mit einer App verbinden. Die App ist total nervig. Man muss bei Anker ein Konto erstellen. Und wenn man sich da einloggt, muss man die Powerstation verbinden. Das funktioniert auch immer. Früher oder später? Da kann man dann sehen, wie viel Ladestrom sie noch hat, mit wie viel sie gerade ausgibt, mit wie viel sie geladen wird. Nur, dann nimmt der andere die App und wenn der sich also auf seinem Telefon einloggt, dann fliegst du da wieder raus. Also alleine, wenn du nur alleine damit arbeitest, wunderbar. Ich verstehe nicht, warum man da ein Konto anlegen muss, um zu gucken, was da los ist auf der Powerbank. Ich begreife es nicht. Aber das Gerät hat Bluetooth, damit verbindest du dich und fertig. Da muss ich nicht ein Konto in China eröffnen und was alles. Denn da kann man auch nichts speichern. Du kannst halt nur auf deine Powerbank zugreifen. Das finde ich ein totales Manko und blöd. Aber ansonsten finden wir die gut. Wir können jetzt gleich mal zeigen, wie wir mit unserem kleinen Wasserkocher an der Powerbank Wasser kochen. Ja, genau, seht ihr ja. Denn hier. Der Kaffee ist nämlich jetzt fertig. Da haben wir den an den AC-Ausgang. Also AC ist ein ganz normale Haushaltsgeräte, 220 Volt. Da haben wir so einen kleinen Wasserkocher mit 300 Watt. Das funktioniert wunderbar. Die Anker Solix F1500 hat eine Dauerspannung von 1800 Watt. Sprich, ihr könnt Geräte mit 1800 Watt dauerhaft laufen lassen. Und eine sogenannte Überspannung oder Startspannung, keine Ahnung, von 2400 Watt. Manche Bohrmaschinen oder Geräte brauchen so eine kurze Spitze am Anfang und fallen dann ab. Und das ist diese Spannung und da kann die Solix 2400 Watt. Ich habe unseren Wasserkocher, der braucht 2000 Watt. Ich habe unseren Wasserkocher da angeschlossen. Der ist auch kurz angesprungen und dann ist sie aber wieder ausgegangen. 2000 waren ihr definitiv zu viel, aber er hat sie angeschmissen. Er hat sie angeschmissen. Genau. Naja, auf jeden Fall haben wir das passende Panel mit 100 Watt, auch von Anker. Und beides haben wir bei online-batterien.de gekauft. Keine Werbung, wir haben mit denen nichts zu tun. Nur, da bekommst du die Geräte wenn du sie als Privatmensch nutzen willst und keine Mehrwertsteuer absetzen möchtest, derzeit jedenfalls ohne Mehrwertsteuer, weil die gefördert sind. So ist es. Das heißt, wir haben die Powerstation für 900 irgendwas. Knapp 900. Und das Panel für 175 bekommen, was sehr geil ist. Guter Preis. Wir haben es bisher mit dem Panel noch nicht geschafft, auf die 100 Watt zu kommen. Aber wir waren heute gerade eben bei 89. Man kann es am Strom laden, dann dauert es auch eine Stunde etwa. Also die hat eine Schnellladefunktion am Haushaltsstrom. Stunde, 1,5 Stunden oder irgendwas. Man kann es am Auto laden oder mit Solar. Solar ist richtig geil. Also wir lieben Solar so sehr, dass wir tatsächlich auch bei uns daheim die Solarpanels einfach rausstellen und damit die Powerbank laden. Das macht so viel Spaß. Kostenlosen Strom. Die Lüfter sind übrigens an der Seite, was ganz geil ist, weil man dann oben noch was draufstellen kann. Und das war's. Und Licht hat sie noch. Sie hat Lichtbalken. Ja, dann mach doch mal Licht. Und man kann SOS blinken. Also das ist unser kleines Review zur Powerbank. Kabel sind auch dabei.
Und ihr kriegt es jetzt mal live zu sehen aus der Campingsituation heraus. Denn wir sind ja schon seit gestern Nachmittag hier. Ja. Haben die Nacht auch mit der Station verbracht. Sie musste also uns Wasser kochen. Sie musste unseren Heizfifi Moment betreiben. mal ganz kurz. Apropos Campingsituation. Wir hatten uns gerade einen Kaffee gekocht mit der Powerstation. Und den habe ich hier offen hingestellt, weil die so sau heiß war. Man braucht nicht viel beim Campen, aber Essen und Kaffee. Und so sind wir zufrieden mit dem Teil. Glücklich und zufrieden. Und das war's. Wir nutzen jetzt hier noch ein bisschen die Sonne, bleiben heute wahrscheinlich noch die Nacht im Dida Duster. Duster Dida. Ja, wenn man sich da natürlich 2 Paneele anschließt oder gar ein Panel, was mehr kann als 100 Watt unser, dann hast du jetzt natürlich das 2-, 3-fache. Und ich meine, wenn da 600 Watt tatsächlich reinpowern, dann ist das richtig dann ist das richtig ernsthaft. Das geht schnell. Oder jetzt, wenn wir hier bei 90 Watt, die wir jetzt laden, 270 Watt, da hast du eine Powerstation mit 1500 Watt ziemlich schnell voll. Solarregler brauchst du natürlich nicht, den hat er eingebaut. Unsere Kamera wackelt bedenklich im Ostseewind. Ja, wenn es nicht so windig wäre, würde ich ja heute ins Meer springen, weil es eigentlich schön ist, aber mir ist es zu windig. Zurück zur technischen Situation. Den Solarwandler hat er also eingebaut. Und damit hat sich's. Abo und Like nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Und denkt dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Küsst du dich schon wieder? Schon wieder. Geil. Ja. Alles für einen Dackel, alles für einen Glob. So können wir jetzt endlich mal was essen. Ja.